Ihr Elbenländer, mein Name ist Marcel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Drawing Like a Sir. Heute zeichnen wir Son Goku als Super Saiyajin God. Super Saiyajin. Oh Junge, denen gehen echt die Namen aus. Zumindest, ja, Son Goku in seiner neuen Form aus Fukatsu no F oder Wiedergeburt von F, wenn ich es in Deutsch wollt. Dieses Tutorial wird, und das gleich schon mal am Anfang, unglaublich einfach. Wir arbeiten mit den simpelsten geometrischen Formen und es ist um einiges leichter als das letzte Tutorial, was ja doch etwas schwerer war. Aus diesem Grund, keine Sorge, wirklich, da können auch Anfänger dran arbeiten. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Diejenigen, die meine Tutorials kennen, die wissen, ich fange immer mit einem Kreis und einer Markierung fürs Kinn an. Übernehmt das einfach so. Und danach zeichne ich die Gesichtsform und die Ohren von Son Goku ein. Wirklich, die Gesichtsform ist unglaublich einfach. Es ist nichts weiter als ein Dreieck und zwei Striche danach. Es ist wirklich nicht schwer. Wie ich schon gesagt habe, wir arbeiten mit den geometrischen Grundformen. Aus diesem Grund arbeiten wir einfach so, dass wir zwei schräg aufgesetzte Vierecke einzeichnen. Die obere Seite davon müssen wir nicht einzeichnen. Und ein L, dort wo die Nase hinkommt. Danach arbeiten wir genau diese Details, die wir gerade eingezeichnet haben, etwas weiter aus. Der Nase geben wir einen Schlagschatten und die Wände von den Augen, die tun wir etwas schräger verlegen. Als nächstes zeichnen wir die Augenbrauen und die Zornesfalten zwischen den Augen ein. Die Zornesfalten zwischen den Augen, die zeichnen wir als simples U ein und die Augenbrauen einfach nur als Balken. Wirklich. Da ist nichts wirklich Schweres dabei. Und als nächstes zeichnen wir dann mehr Falten und seine Augen an sich, also die Pupillen und die Iris ein. Weil Son Goku ja keine Pupillen hat, zeichnen wir die Iris als simple Kreise ein und die Falten ganz einfach so, wie sie hier abgebildet sind. In dem Schritt habe ich wieder ein paar neue Guidelines dazu gemacht. Ich hätte die eigentlich schon am Anfang dazu zeichnen sollen, aber da habe ich einfach nicht dran gedacht, das so früh schon zu machen. Was ich gemacht habe, ist zuallererst einmal diesen Afro, den typischen Afro, den ich immer in meinen Tutorials einzeichne, wenn es um Frisuren geht. Danach die Hand als Viereck und seine Schultern habe ich markiert. Und den typischen Stickman-Körper, den ich immer einzeichne. Und abgesehen davon habe ich noch seinen Mund und mehr oder weniger die Falte unter seinem Mund eingezeichnet. Als nächstes gehen wir dann etwas weiter ins Detail. Ich habe übrigens die kugelrunde Gesichtsform, die wir ganz am Anfang gezeichnet haben, schon fast komplett ausradiert, weil die brauchen wir ehrlich gesagt nicht mehr wirklich. Und seinen Haaransatz habe ich mit einem Strich gekennzeichnet. Des Weiteren habe ich ungefähr schon mal seinen Gi, also seinen Anzug, für die, die kein Japanisch können, eingezeichnet. Fangen wir erstmal mit den Haaren an. Die Haare, die zeichnen wir erstmal an dem Punkt, an dem wir vorhin seinen Scheitel eingezeichnet haben, ein. Und der Rest von den Haaren, der geht ganz lässig übers Gesicht drüber. In dem Schritt habe ich einfach Son Gokus Pupillen, besser gesagt seine Augen, schon ein bisschen schwarz schattiert, gerade dass ich für mich so das Gefühl habe, dass es richtig aussieht. Und nach und nach zeichnen wir jetzt Strähne für Strähne ein. Ich habe die Strähnen, die hintereinander sind, mit eingezeichnet gelassen, gerade dass ihr seht, wie die Strähnen aufgebaut sind. Im nächsten Schritt fangen wir mit Son Gokus Muskelaufbau an. Den beginnen wir, indem wir Son Gokus Hals einzeichnen, seine Schulter und seine Brust. Seine Brust kann ruhig über den Ki gehen, weil die radieren wir später sowieso aus. Jetzt können wir mit ein paar Details anfangen. Ich habe den Rest von Son Gokus Arm auf der linken Seite oder von euch gesehen auf der rechten Seite eingezeichnet. Auf der anderen Seite natürlich auch. Habe ein paar Details an den Hals gegeben und habe, wie gesagt, den überschüssigen Rest von seiner Brust wegradiert. Nun beginnen wir mit seiner Hand. Ich weiß, viele Leute haben Probleme mit Händezeichnen, aber ich fand diese Hand ehrlich gesagt nicht schwer zu zeichnen. Generell sind Dragon Ball Hände nicht sehr schwer aufgebaut. Lasst mich kurz erklären, wie ihr die hier zeichnet. Den Quader oder das Viereck, was wir vorhin eingezeichnet haben, brauchen wir ehrlich gesagt nicht mehr als Grundform. Wir zeichnen einfach nur seine Finger ein, und zwar als simple geometrische Formen. Hier beispielsweise als Kreise. Ihr könnt sie ein bisschen abecken, dass sie realistischer aussehen, wenn ihr fortgeschrittener seid, aber ansonsten müsst ihr nicht wirklich viel machen, als die simplen geometrischen Grundformen einzuzeichnen. Jetzt könnt ihr ein paar Einzelheiten in die Hände einzeichnen. Ich habe beispielsweise die Falten an seinen Händen und die Knöchel eingezeichnet. Natürlich auch die Fingernägel. Und zum Schluss können wir dann nochmal sein Schweißband einzeichnen. Ich habe es etwas flauschiger gezeichnet anfangs, aber auf der Vorlage war es komplett gerade gezeichnet. Macht es doch gerade, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt etwas flauschiger eingezeichnet. Wirklich, wie ihr wollt. Danach bin ich ein paar Linien nachgegangen und habe Son Gokus Gi schon etwas präziser eingezeichnet. Er hat ein neues Symbol auf der linken Brustseite.
keine Ahnung, ihr könnt auch das alte Schildkröten-Symbol übernehmen, wirklich. Auf seinem neuen Gi, den er in Fukatsu no F anhat, ist dieses seltsame Zeichen drauf. Wirklich. Sieht aus wie das Konoha-Zeichen, ist es aber nicht. Und übrigens, was ihr nicht vergessen dürft, ist in seinen Haaren die Striche einzuzeichnen. Praktisch die einzelnen Strähnen. Soweit wären wir eigentlich schon fertig mit der Lineart. Was ihr eben noch machen müsst, ist das Inking. Und das besteht darin, ganz einfach die Linie nachzufahren. Ich habe hierzu ganz traditionelle Tusche benutzt. Ihr könnt natürlich aber auch Copic Multiliner oder Pigmentliner benutzen. Ihr wisst schon, Sachen, die sich gut mit Copics vertragen, wenn ihr denn mit Copics koloriert. Und wir gerade schon von Koloration sprechen, übernehmen wir die doch jetzt gleich. Und zwar live. Die Koloration an sich wird eigentlich genauso leicht wie das Zeichnen an sich, wenn nicht vielleicht sogar noch einfacher. Wir fangen zuerst mal mit der Haut an. Die Haut grundiere ich mit E50. Das bedeutet, ich male einfach die komplette Haut an, ohne großartige Schattierungen. Danach gehe ich mit E21 die dunklen Stellen nach. Geht einfach dieselben Stellen nach wie ich, dann könnt ihr da nicht so viel falsch machen. Die Haut haben wir dann an sich schon mal komplett fertig, wirklich. Voll und ganz fertig. Danach gehen wir sein Gi nach, also seinen japanischen Anzug, seinen Karate-Anzug, wenn das irgendjemandem so zur Bezeichnung hilft. Das machen wir mit YR16. Wir malen einfach den kompletten Anzug an. Wirklich, ihr könnt jede andere Orange mit dem Anzug auch benutzen. Orange ist Orange. Und weil ich keine zweite Orange hatte, bin ich einfach mit derselben Orange nochmal die dunklen Stellen nachgegangen. Das funktioniert eigentlich genauso gut wie nochmal mit einer dunklen Orange drüber zu gehen, mit einem dunkleren Ton drüber zu gehen. An sich gibt es einfach nicht mehr viel zu tun. Alles, was ihr noch machen müsst, sind seine Haare, seine Augenbrauen, seine Pupillen und sein Schweißband nachzugehen. Und die sind alle in derselben Farbe. Allerdings müsste ich dabei noch sagen, dass sein Schweißband etwas dunkler ist. Da habe ich nochmal einen extra Blauton benutzt. Fangen wir aber erstmal mit den Haaren an. Die Haare habe ich zuallererst mal mit B02, das ist Robins Egg Blue, nochmal komplett grundiert. Dabei habe ich aber weiße Stellen freigelassen. Dieses Mal gehen wir die nicht mit dem Deckweißstift nach, sondern lassen sie einfach frei. Und die dunklen Stellen gehen wir mit B05, das ist Process Blue, nochmal komplett nach. Aber nur die dunklen Stellen. Und haben wir das, dann können wir sein Schweißband nachgehen. Das ist etwas dunkler als seine Haare, deswegen grundieren wir das mit B05 und tun die dunklen Stellen mit Ultramarin, also B29, nachgehen. Ja, das war doch jetzt eigentlich schon ziemlich leicht, hm? Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch vielleicht irgendwie weiterhelfen. Gerade an den Anfängern, denen das nicht so leicht fällt, hoffe ich, konnte euch vielleicht etwas helfen. Soweit, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne kommentieren, abonnieren und natürlich einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr Spaß dabei hattet. Soweit, danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video. Ciao.